Wir haben hier die Gelegenheit, wieder jemanden bei uns zu begrüßen, und zwar ganz herzlich zu begrüßen. Es ist Dr. Blythe Kaufman. Sie ist die Gründerin von Children's Rosary, vom Rosenkranz für Kinder, vom Kinderrosenkranz. Welcome, Dr. Blythe Kaufman, here on our set, and as the foundress of the Children's Rosary. Most welcome. You're coming from the States, right? Oh yes, thank you so much for having me on the program. Ich fragte Sie, Sie kommen aus den Heiligen Staaten, aus den Vereinigten Staaten? Ja, ich bin immer mit den Heiligen bei hier zugange. Ich rede vom Heiligen Papst und Heiligen Staaten. Das ist hier so am Live-Set. Okay, sorry. Yeah, dear Blythe, it's great to have you here. Thank you for telling our German audience about the Children's Rosary. What is the Children's Rosary? Well, the Children's Rosary is a prayer group movement for children. Also der Kinderrosenkranz ist eine Gebetsgruppe für Kinder, where children meet in parishes, schools, and orphanages to pray the Rosary as a prayer group. Die Kinder treffen sich in Schulen, im Verein und auch in Waisenhäusern, um gemeinsam den Rosenkranz zu beten. The children are usually between the ages of 4 and 14, although you may have some younger children participating. Ja, die Teilnehmer sind zwischen 4 und 14 Jahre alt, aber es gibt auch schon jüngere Teilnehmer. And they usually meet in groups weekly, monthly, or in some countries even daily. Und sie treffen sich entweder monatlich oder wöchentlich und in einigen Ländern sogar täglich. And one of the benefits of participating in this is being connected with all of our groups around the world. We have groups in about 34 countries. Es gibt ein großes Netzwerk mittlerweile und wir haben in 34 Ländern bereits diesen Kinderrosenkranz etabliert. Gibt es den Kinderrosenkranz auch in Deutschland? Are there also groups in Germany who are praying the Children's Rosary? Yes. We're very excited that there's been new groups forming, first in Hamburg, and then there's interest in forming groups in Bavaria, and now most recently in Bonn. So we're working with a number of different people on starting and already groups that have started. Ja, wir arbeiten schon in Deutschland. Wir haben auch schon Leute, die begonnen haben, zum Beispiel in Bonn oder auch in Bayern, und freuen uns darauf, dass diese Gruppen gestartet sind. Wie genau funktioniert der Kinderrosenkranz? Werden die Kinder angeleitet zu beten oder wie genau funktioniert das? How exactly does the Children's Rosary work? Is it that adults lead the children in prayer, or what exactly is happening? Well, one of the really unique things about the Children's Rosary is it encourages children to take the leadership in the prayer. Also das ganz Besondere an diesem Rosenkranzgebet ist, dass die Kinder diese Gebete führen. And so there is a group leader who is an adult, but in the meetings, and they're usually small. Also die Gruppenleiter sind zwar Erwachsene, aber in diesen Treffen, und diese Gruppen sind sehr klein. In parishes, they may be 5, 7, 10 children per group that would meet kneeling before the altar. Also es gibt in dem Verein beispielsweise Gruppen von der Größe von 4, 5, 10 Personen, und sie knien sich dann vor den Altar nieder in der Kirche. The group leader calls the children up to the podium to lead the prayers, and so the children really like that. Und die Erwachsenenleiter bitten dann die Kinder, nach vorne zu kommen, nach oben zu kommen, um vorzubeten. And for the littler ones, we encourage them to place a flower before our Blessed Mother at the end of each decade. Und die kleinen Kinder, die legen einfach eine Blume zu Füßen der Mutter Gottes für jedes Gesetz. And to engage the older children, we pair them often with the littler ones leading, so that they feel like they're really needed, and in that case, they really get engaged. Und die größeren gebeten, die kleineren zu führen, also sind sie auch mit sozusagen verbunden und haben eine Aufgabe dabei. Oh, I was just going to say that these have been really powerful groups. Even though the numbers can be very small, they're very powerful in that they're supporting and beginning to put those deep seeds of faith into these little hearts that all you need to do is planting in a little heart of a child. There's no weeding, so to speak. Also die Gruppen sind sehr klein, aber sehr, sehr machtvoll, sehr kräftig, sehr wirkungsvoll, weil man durch dieses Gebet auch tatsächlich diesen Glauben auch in die Herzen sozusagen hineinsät. Also Kinder lernen hier auch von Kindern ins Gebet zu gehen. So children learn from other children to go into prayer, to pray from the heart. Wie
Wieso ist es so wichtig, dass wir Kinder an das Gebet heranführen, dass sie eben selber in diese Beziehung zu Christus eintreten? Why is it so important, or how is it important to lead children into prayer and to show them how to be in a relationship with Christ? It's very important for children not to just educate them or catechesis, but to recognize that they have prayer needs. Wichtig ist, dass die Kinder jetzt nicht nur katechisiert werden, also Religionsunterricht oder Glaubensunterricht bekommen, sondern sie haben tatsächlich auch ein Bedürfnis nach Gebet. There's a lot of struggles for children today. Secularism, just maybe conflicts in the family, maybe suffering. Es gibt sehr viele Herausforderungen in der Familie. Es ist der Säkularismus, es gibt Schwierigkeiten in der Familie, Leid, was sie ertragen. And having a relationship with our Lord is a way that children can understand that, and you're also helping to form them. Ja, wenn sie eine Beziehung zu Christus aufbauen, dann hilft es ihnen, diese Situation zu verstehen oder damit umzugehen. Saint Therese often said that children are like wax, where you can imprint either virtue or vice. So there's this wonderful opportunity at a young age to help to grow in holiness. Die heilige Theresa sagt, also Kinder sind wie Wachs und man kann ihnen eben Tugend oder eben auch Laster einprägen. Und es geht natürlich darum, um Tugenden, damit sie in der Heiligkeit wachsen. Was können wir Erwachsene vom Gebet und von der Frömmigkeit der Kinder lernen? What can we as adults learn from children's piety, from children's prayer? Having been involved since starting the Children's Rosary 11 years, I've had a lot of time to watch children and to pray with children. Seitdem ich diesen Children's Rosary gegründet habe, habe ich natürlich viele Jahre, 11 Jahre, Zeit gehabt, Kinder beim Gebet zu beobachten. And to watch a small child pray, you can see the wonder, you can see a 4- or 5-year-old stroking a statue of Our Lady with tenderness, and it helps you to approach our Lord with the same childlike spirit. Wenn man Kinder dabei beobachtet, wie sie beten, beispielsweise auch mit aller Zärtlichkeit vor einer Mutter-Gottes-Statue stehen, dann hilft es auch, sozusagen im eigenen, sich selbst auch als Kind Gottes zu fühlen. I feel privileged to be able to pray with the children, and for other adults, it's a very special place to be. So I encourage them to consider helping to start groups and help our next generation. Also es ist wirklich so wertvoll, dass wir also auch immer Erwachsene motivieren wollen oder Eltern motivieren wollen, solche Gruppen, solche Kinder-Rosenkranz-Gruppen, Rosenkranz-Gebetsgruppen zu gründen. Wie kann man Kontakt zum Kinderrosenkranz aufnehmen? How can people get in touch with you? Well, we have a website and there's contact information. It's the Kinderrosenkranz.com. And I wanted to mention about this. Genau, also wir haben eine Webseite und es gibt auch schon eine deutsche Website und die heißt Kinderrosenkranz.com. And we're going to be releasing our German book in the next several weeks. Und wir werden ein deutsches Gebetbuch oder dieses Gebetbuch in den nächsten Wochen auch in deutscher Sprache herausbringen und freuen uns da sehr drauf. Ja, vielen Dank. Das heißt, es ist auch so, dass wenn wir die Kinder beten sehen, wir vielleicht auch profitieren können von dieser Natürlichkeit, mit der sie diese Beziehung, diese liebende Beziehung zu Christus und zur Mutter Gottes erfahren. So, as you said, that we can maybe profit as adults from seeing this natural way in which children engage in the relationship with Jesus and with his mother. Yes. As a mother, I also feel that having the opportunity to bring my children to the Children's Rosary helps to back me up as a mother, helps me to make up for any deficiencies I have as a mother. Als Mutter empfinde ich auch, wenn ich also die Kinder zu dem Kinderrosenkranz einlade oder sie hinführe, dass das mir selbst auch als meinen Mangel ausgleicht als Mutter. Ja, viele Mängel. It's hard to raise holy children today, and to bring your children to our Blessed Mother and to their spiritual father, Jesus. It's a way to support us and to help us to raise these children in difficult times. Es sind schwierige Zeiten heute und es ist schwierig, eben Kinder zur Heiligkeit zu erzählen. Und da hilft uns natürlich, wenn die Kinder eine Beziehung zur Mutter Gottes haben und auch natürlich zum Herrn. Was sind die Erfahrungen, die Sie bislang hier auf dem Weltfamilientreffen gemacht haben? Was nehmen Sie mit in die USA? What are the experiences you've made so far here on the World Meeting of Families?
what message and what kind of experience you take with you? Hearing so many of the testimonies really opened my eyes even more to the beauty of the family. Also die vielen Zeugnisse, die ich hier höre, haben meine Augen nochmal geöffnet für die Schönheit der Familie. And that no families are perfect, but that our Lord is calling us to come to Him and ask for His help and to come to His mother to help us to go forward with holy families. Keine Familie ist perfekt, aber der Herr ruft uns einfach sozusagen, sich seiner Mutter zu öffnen und dass sie uns dabei hilft, zur Heiligkeit zu kommen. We're also seeing so many people who are really excited to think about bringing children to prayer, as we were sharing with other people, and seeing that there's a lot of hope out there. That you hear a lot of negative things in the news, but that there's a lot of hope going forward. Also wir spüren die Begeisterung auch von anderen hier, also wie man Kinder zum Gebet führen kann. Es gibt eine ganze Menge eben wirklich an Hoffnung, die auch davon ausgeht. Ja, wunderbar. Gibt es vielleicht ein Zeugnis, das Sie ganz besonders beeindruckt hat? Is there one testimony that has had an especially big impact on you, or something which has moved you in a special way? Well, there were a number of beautiful testimonies in the first evening of the Festival of Families that I think really, there was one where one of the couples had a loss of a child, and there's a lot of suffering that happens in our families, but they saw that as an opportunity to have a deeper relationship with Jesus. Es gab viele Zeugnisse, gerade auch am ersten Abend am Festival der Familien und gerade auch Beispiele von Menschen, die gelitten haben. Also dass es doch wirklich eine Hilfe ist, solche Geschichten zu hören und dass es eine Chance gibt, eben auch geheilt zu werden, auf Heilung. Gestern waren Feste dezentral in den verschiedenen römischen Gemeinden. Yesterday there were celebrations in certain Roman parishes, and you've been there. Can you tell us a little bit about the experience? Können Sie etwas über die Erfahrungen dort erzählen? We were with a group that composed priests from France, a bishop from Lithuania, Scotland, and families from Malawi, and we went to a small parish in Rome. Also wir waren dort zusammen mit einer Gruppe, wo ein französischer Priester mit da war, Priester oder Menschen von Malawi, ich habe es jetzt nicht alle, von Litauen war mit dabei, ja. Genau, da waren wir zusammen eben in einer Pfarrei. Over that short time in the evening of prayer and sharing and food, also in dieser Zeit sozusagen, wo wir gemeinsam gebetet haben und auch das Essen miteinander geteilt haben, we made some really nice connections, and at the end, after eating, there was everyone gathered with a picture, and there was a fellowship that happened that night. Haben wir wunderbare Verbindungen getroffen und am Ende gab es auch ein gemeinsames Foto und gemeinsam Beisammensein, wo wir auch gemerkt haben, diese Geschwisterlichkeit untereinander, das war einfach eine großartige Erfahrung. And when we were leaving on the bus, everybody was waving, and there was just a wonderful collaborative spirit that happened last night. Und als wir mit dem Bus dann wieder losgefahren sind, haben die Menschen gewunken und es war wirklich eine tolle kollaborative oder Atmosphäre der Zusammenarbeit und der Zusammengehörigkeit. I was really glad that they planned that intimate experience for us. Also ich war sehr froh, dass man diese intime oder diese Erfahrung doch hat machen dürfen und dass das hier auf dem Weltfamilientreffen möglich war. So that it's not just a meeting where you have conferences and where you have to listen to many theoretical things, but also the personal aspect of really meeting as a family in this church. Also nicht nur die Erfahrung der Konferenzen zu machen und des Theoretischen, sondern auch diese persönliche Begegnung als Familie in der Kirche. Yes, exactly. It's the intimacy and the friendships. I mean, we've come now for 3 years to the World Meeting of Families, and we have close friendships that we have maintained and developed from these meetings. Ja, also diese Weltfamilientreffen sind geeignet, eben solche Freundschaften und Verbindungen zu schließen. Und das ist, glaube ich, das 3. Mal, wenn ich es richtig verstanden habe, dass wir auf diesen Weltfamilientreffen sind. I think the last time I saw you was in Ireland at the World Meeting of Families. Genau, wir haben uns das letzte Mal in Irland getroffen. Ich kann auch hinzufügen, also Valencia war ein großes Erlebnis, es waren mehrere 100.000 Mitglieder da. I just added that yes, we saw each other, and I remember very well Valencia, where there were hundreds of thousands of families there, which was really a big family meeting. Es war da, wo ich mich daran erinnere, dass es eben ein großes Fest war
which was similar to the World Youth Days even, das wirklich den Charakter von Weltjugendtagen hatten. Und ich hoffe, dass das irgendwann wieder der Fall sein wird. And I hope very much that this will be the case in the future again. Yes. Can the Children's Rosary also imbibe into the children this sense of being together as a world family in this church, as Christians, as Catholics? Kann der Kinderrosenkranz auch den Kindern das vermitteln, diese Gemeinschaft, this community in the faith, diese Gemeinschaft im Glauben als weltweite Familie in der Kirche? Yes. The children we've met in Africa and the United States and Europe, there's this thirst to be able to see other children. Also wir haben eben die Kinder in den USA, in Afrika und in Europa, die haben einfach den Durst danach, andere Kinder zu sehen, mit anderen Kindern zusammenzukommen. And to be connected in prayer is something that is very attractive to young people. Und im Gebet verbunden zu sein, ist sehr attraktiv für junge Menschen. And that's what Kinderrosenkranz is, an opportunity for the German children to be able to connect in a very vibrant way with children around the world. Und da ist der Kinderrosenkranz eine großartige Chance für Kinder, in Kontakt zu treten mit Kindern auf der ganzen Welt. We had a children's rosary in Iowa, United States, video conference with the children's rosary in Shendam, Nigeria, and they could see each other, and there was such excitement. Wow. Also wir hatten einen Kinderrosenkranz eben in den Vereinigten Staaten und der war verbunden mit Kindern wiederum in Afrika, in Nigeria, und das war einfach eine irre Erfahrung. Es war ja auch schon Christsein im digitalen Zeitalter ein Thema. Vielleicht ist das ja auch ein gutes Zeichen, wie man gerade die moderne Technik benutzen kann, um Menschen zusammenzubringen, hier Kinder. We've already had as a topic yesterday how we can be Christians in a digitalized era, in a time where social media is so important. So maybe this is a very good example how you can use all those techniques and technologies for something good in bringing even children together from all the world. Yes, on our website, we try to feature different children's rosary groups so that the children can see other groups meeting around the world. And auf unserer Website, ja, auf unserer Internetseite stellen wir eben unterschiedliche Gebetsgruppen dar oder Kindergruppen, Rosenkranzgruppen dar und aus der ganzen Welt. Ja. And on our childrensrosary.org site, there's an interactive component where they can add a light when they're praying to see on a map. Es gibt sogar eine interaktive Möglichkeit, und zwar ist auf unserem childrensrosary.org Internetseite gibt es die Möglichkeit, sozusagen ein Licht anzuzünden, wenn eine Gebetsgruppe betet gerade. So this is really a light then for all the world to see. It's a good imagery to think of the light, and our Lord says, you know, that He's the light of the world. So when there's two or more praying, we know He's with us, and indeed we become a light. Ja, das Licht ist ein schönes Zeichen natürlich, und der Herr hat uns ja gesagt, also dass wir das Licht sein sollen für die Welt, und wenn wir zusammen beten, also wenn 2 oder 3 gemeinsam beten, dann ist auch der Herr da. Wir haben schon darüber gesprochen, wie wichtig es Kinder in ihrer Frömmigkeit, in ihrer ganz eigenen Frömmigkeit auch ernst zu nehmen. Ist es auch so, dass der Kinderrosenkranz auch Gebetsanliegen aufgreift, die vielleicht gerade auch brennend sind? Kinder bekommen ja auch viel von den Sorgen und Nöten mit, die in der Welt gerade herrschen. We've already talked here and before about how important it is to take seriously the piety of children and the prayer needs. You talked about them. Children notice a lot of the struggles that are going on in the world. They listen to adults, to what adults are talking about, and they get some news maybe. Does the Children's Rosary also take up those concerns in the world and leads children, for example, in the question of praying for life, praying for peace, things like that? The Children's Rosary is not an intercessory prayer group movement, so it doesn't pray for one particular intention. Also der Kinderrosenkranz ist keine Bewegung für sozusagen, wo Fürbitten aufgegriffen werden, also für eine besondere Intention. We do humbly ask that they pray for the other members of the Children's Rosary, so everyone is covered in prayer, and for our Blessed Mother's intentions. Also wir bitten einfach darum, dass man für die anderen Kinder, die in den Gebetsgruppen mit dabei sind, für sie zu beten, und natürlich auch für die Anliegen der Mutter Gottes. But we try to keep things very simple in the mission of the Children's Rosary, and in terms of the struggles.
Also wir versuchen, die Sache sehr einfach zu halten, auch für die Kinder, und was die was die Herausforderungen angeht. The prayer groups are a time to bring those struggles to our Lord, and we actually have a physical box we recommend that they can place their intentions in. Dann sind genau diese Gebetszeiten natürlich auch die Gelegenheit, natürlich diese eigenen Sorgen mit hineinzulegen. Wir haben tatsächlich auch so eine Box, wo die Kinder ihre Intentionen reintun können. And one other area that's particularly important, I think, these days is Our Lady and the prayer of the Rosary in these groups will help to protect the purity of our young children. Und ein ganz wichtiges Anliegen ist auch, dass eben die Kinder, die an diesem Rosenkranzgebet teilnehmen, dass wir darum bitten, dass sie auch in der Reinheit gehalten werden, bewahrt werden. Having 3 children, that was a concern for me, and I brought that in prayer to our Blessed Mother to watch over the purity, especially of our daughter. Ich habe 3 Kinder und das war für mich immer ein besonderes Gebetsanliegen, für ihre Reinheit zu beten, gerade auch in Bezug auf meine Tochter. War das auch eine Motivation, um mit dem Kinderrosenkranz zu beginnen? Has this also been a motivation to start the Children's Rosary? The motivation came from a call for help from our parish. Die Motivation stammt von dem von einer Bitte um Hilfe aus der Gemeinde. Okay, ja. Our pastor was asking for help for the financial problems of our church, and it wasn't getting better. Und der Pfarrer hat eben hat finanzielle Sorgen gehabt und hat darum gebeten, dafür zu beten, aber es wurde irgendwie nicht besser. And in prayer, an idea came, maybe we should bring our children to pray for our parish. And I asked permission, and he granted it. Und im Gebet kam mir einfach dann die Idee zu sagen, ja, vielleicht sollten die Kinder dafür beten. Und ich habe ihm um Erlaubnis gebeten und er hat mir die gegeben. So we gathered a small group of 8 to 10 children to pray for our parish. So hatten wir eine kleine Gruppe von 8 bis 10 Kindern, die dann für die Pfarrei gebetet haben. That weekend we had the highest collection of donations. An diesem Wochenende hatten wir wirklich die höchste Sammlung an sozusagen Spendensammlung in unserer Second only Pfarrei. to Easter and Christmas. Also so wie an Ostern und Weihnachten. And so it's just a signal grace of the power of the prayer of children. Also das ist ein besonderes Zeichen und vielleicht auch ein Nachweis für die Kraft des Gebets von Kindern. I think that's amazing that you see that God helps in those very, very practical needs we have, and it's an amazing sign that that prayer is really working. Ich denke, das ist ein ganz hoffnunggebendes und beeindruckendes Zeichen, dass Gott eben auch wirklich in diesen ganz, ganz praktischen Anliegen bei uns ist und dass das Gebet wirklich auch wirkt. Exactly, and it's a witness for the children to see that prayers are heard and they're answered. Ja, also es ist ein großartiges Zeugnis auch für die Kinder, weil sie merken, dass Gebete erhört werden. So that they know that it's not a virtual thing adults have invented, but it's like a reality of God's presence. When we were in Africa interviewing families and children, als wir in Afrika waren und Familien und Kinder interviewt haben, we had a film crew with us. Hatten wir eine Filmcrew bei uns. They were not all Catholic. Und das waren keine Katholiken, jedenfalls nicht alle. After hearing testimony after testimony of children and families, part of the Children's Rosary, nachdem sie diese Zeugnisse gehört haben von den Kindern und den Familien, die an diesem Kinderrosenkranz teilgenommen haben, finding finances to go to school, healing of illnesses. Geschichten, wo man wieder das Geld gefunden hat, um einfach das Schulgeld zu bezahlen oder eben von Krankheiten geheilt wurde. The local film crew in Uganda started to want to pray the rosary with their children. Hat diese Filmcrew begonnen, das Interesse daran gehabt, die uns begleitet hat, einfach auch mit ihren Kindern den Rosenkranz zu beten. They said, there's no way these children are making these stories up. They're true. Es gibt keine Chance, dass die Kinder diese Geschichten einfach erzählt haben und erfunden haben, sondern das ist einfach wahr. I have to interrupt our wonderful discussion. Es tut mir leid, dass wir das Gespräch unterbrechen müssen. Thank you very much that you have been with us, Blythe. Vielen Dank, dass du bei uns warst. We hope that the Rosary of the Kinderrosenkranz will have a great, great echo in Germany. Wir hoffen, dass es ein großes Echo gibt, dieser Kinderrosenkranz. Thank you very much again, because we have to pass on. Wir müssen zum Camp. We have to pass on to the panel that is continuing right now. Thank you very much again. Also, thank you so much.